Die Löwendynastie. Blutlinie und Macht. Der Wind wehte vom östlichen Horizont und wirbelte roten Staub auf, begleitet vom Geruch trockenen Grases, noch feucht vom Morgentau. Auf dem weiten Grasland gab es keine Grenzen, keine Zäune, nur eine Regel: Die Starken überleben, die Schwachen gehen zugrunde. Millionen von Jahren lang war dieser Ort Schauplatz erbitterter Kämpfe, wilder Verfolgungsjagden zwischen Jägern und Beutetieren, aber auch der erstickenden Stille, wenn die Natur entschied, wer überleben und wer gehen musste. Im Zentrum dieses sagenumwobenen dunklen Kontinents, wo die Sonne Feuer auf das Grasland gießen und Durst an nur einem Nachmittag das Leben vernichten konnte, lebten 5 gewaltige Kreaturen. 5 Giganten, 5 Symbole der Wildnis. Die Menschen gaben ihnen einen einfachen, aber gewichtigen Namen: Big Five. Der Begriff Big Five, wörtlich übersetzt die großen 5, wurde im 19. Jahrhundert von europäischen Jägern geprägt. Nicht wegen ihrer Größe, sondern weil sie die schwer fassbarsten, gefährlichsten und listigsten Tiere waren, Kreaturen, die einen töten konnten, selbst wenn man glaubte, man hätte es zuerst getan. Die Liste umfasst: der Löwe, der unsterbliche König der Graslandschaften. Der afrikanische Elefant, der intellektuelle Riese. Das Nashorn, der gepanzerte Panzer der Natur. Der Büffel, der rücksichtslose, unbezwingbare und unbeständige. Der Leopard, der lautlose Mörder im Laub. Im Laufe der Zeit sind die Big Five jedoch mehr als nur Ikonen für Jäger geworden. Sie sind zu lebenden Legenden geworden, zu Repräsentanten der Artenvielfalt, zu treibenden Kräften des Artenschutzes und der Grund, warum Millionen von Menschen aus aller Welt in entlegene Reservate wie die Masai Mara, die Serengeti und den Krüger-Nationalpark strömen, nur um einen Blick auf sie zu erhaschen. An der Südgrenze der Serengeti, wo die Hochebenen des Basalts rissig und rot sind, streift ein Rudel männlicher Löwen umher. Sie gehören keinem Territorium, keinem Königreich oder weiblichen Rudel an. Wissenschaftlich gesprochen sind sie eine Koalition, ein Bündnis erwachsener Männchen, die gemeinsam nach Territorium suchen und mit etwas Glück das Recht beanspruchen können, es zu erben. Sie werden die Blutsverwandten des Feuers genannt. Fünf männliche Löwen, jeder trägt die Spuren eines Kampfes in der Ebene. Stur und kraftvoll sind sie keine schönen Individuen, sondern Kämpfer des zähen Überlebens.
Von der durchschnittlichen Lebensspanne eines männlichen Löwen, nur 10 bis 12 Jahre, verbringt er die meiste Zeit im Exil, im Kampf um jeden Zentimeter Land. Überleben ist in seinem Erbgut verankert. Ashur, der Anführer der Gruppe, hat eine Narbe über dem linken Auge. Er war ein Prinz, der nach einer blutigen Usurpation aus dem Rudel verstoßen worden war. Makari war der Wilde, der immer in die Konfrontation stürzte. Temba, ein ruhiger Löwe, bevorzugte die Sümpfe und Wasservögel. Yengo, der Jüngste, war noch im Wachstum und rieb manchmal frustriert seine Krallen an Baumstämmen. Rami war kühl und knurrte selten, verfolgte aber stets die Bewegungen der anderen Mitglieder mit den Augen. Sie durchstreiften viele Länder, kurze Grasebenen, bedeckt mit Thomson-Antilopen, felsige Hügel, die sich wie Wachtürme erhoben, und flache Sümpfe am Waldrand während der Regenzeit. Jeder Löwe markierte sein Revier mit einem Brüllen und einer Markierung an einem Baum oder Felsen. So war jeder Schritt der Blutfeuer eine Kriegserklärung. Ashur saß im Gras und erinnerte sich an den ersten Sieg der Gruppe. Nach diesem Sieg begannen sie, ein Gebiet mit 4 weiblichen Löwen und ihren Jungen zu markieren. Im biologischen Prozess tötete der neue männliche Löwe alle Jungen, damit die weiblichen Löwen bald wieder läufig würden. Die Bloats bildeten da keine Ausnahme. Sie waren erfolgreich. Das Gebiet erhielt den Namen Stahlbluttal, eine Brutstätte der Macht, in der die Männchen zu wahren Königen wurden.
In den folgenden Monaten paarten sich alle 5 männlichen Löwen abwechselnd mit den Weibchen des Gebiets, um genetische Vielfalt zu gewährleisten und die Fruchtbarkeit zu maximieren. Die Weibchen, an die Härte ihres alten Territoriums gewöhnt, akzeptierten die Herrschaft der Stärkeren. Die biologische Struktur veränderte sich rasch. Der Duft neuer Männchen erfüllte das Grasland. Ihr Gebrüll hallte in der Dämmerung wider. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der Jungen im Gebiet dramatisch an. Die Blots, einst von vertriebenen Vagabunden, wurden zur mächtigsten genetischen Kraft des Gebiets und standen in einem Teil der Serengeti an der Spitze der Nahrungskette. Sie waren nun mehr als nur Löwen. Sie waren die Spitzentiere der Big Five, der Inbegriff von Macht, Majestät und Dominanz in der afrikanischen Tierwelt. Heute brach ein blasser Morgenstrahl durch die dünne Nebelschicht, die die Sümpfe westlich des Stahlbluttals bedeckte. Ashur, mit schwerem, aber sicherem Gang, stand auf dem trockenen Hügel und stieß ein leises Brüllen aus. Es war das Signal. Der Aufruf an das Rudel Löwinnen und ihre erwachsenen Jungen zur ersten gemeinsamen Jagd, ein seltenes Ritual in der Löwengesellschaft. Das heutige Ziel war weder Antilope noch Zebra. Es war der afrikanische Büffel, ein Tier, bekannt für seine Wildheit und Solidarität, ein unverzichtbarer Teil der Big Five. Sie wogen bis zu 900 kg, hatten sichelförmige Hörner und waren bei ihren Gegenangriffen extrem gefährlich. Doch eine erfolgreiche Jagd würde das Ansehen des Rudels schärfen und die einzigartige Stellung der Feuerblüter bestätigen. Unter der Führung von Ashur und Makari begannen die Löwinnen, selbst erfahrene Jägerinnen, sich fächerförmig auszubreiten. Die jüngeren Tiere wurden außen platziert, wo sie lernen und bei Bedarf helfen konnten. Temba und Rami blieben zurück und fungierten als Abfangjäger für den Fall eines Gegenangriffs der Herde. Währenddessen schlich Yengo mit jugendlicher Behendigkeit leise durch das Schilf am Rande des Sumpfes.
Als der Bulle zusammenbrach, brüllte die Herde. Es war mehr als nur eine Mahlzeit. Es war eine Machtdemonstration. Die Geier begannen über ihnen zu kreisen. Der Sumpf leuchtete in einem blassen gelben Licht, das vom Gras reflektiert wurde. Im sanften Abendlicht der Serengeti-Ebene war die Luft nach einer anstrengenden Jagd still. Ein Rudel Löwen versammelte sich um seine Beute, einen alten Büffel, erschöpft von einem beschwerlichen Überlebenskampf. Der Duft von frischem Fleisch wehte im Wind herüber und vermischte sich mit der Wärme des Bodens, wodurch eher eine ruhige, rituelle Atmosphäre als eine zwanglose Essensszene entstand. Nach der Jagd der vergangenen Nacht, als die Sümpfe westlich des Stahlbluttals eine seltene Ruhe erlangten, begann die Morgensonne durch die dünne Wolkenschicht zu scheinen. Das Schilf wiegte sich sanft in der Morgenbrise, und das Wasser reflektierte das Licht wie Glas, das sich bis zum Horizont erstreckte. Nicht weit vom Ruheplatz des Erwachsenenrudels genoss eine Gruppe Löwenjunger, Nachkommen des Feuerblutordens, einen gefahrlosen Morgen. Sie sprangen über flache Schlammpfützen, scharten an Schilfwurzeln und wälzten sich gelegentlich in den taubedeckten Graswurzeln. Dies war die goldene Zeit ihrer Reifung, eine seltene Kindheit für eine Spezies, die geboren wurde. Um den Thron zu erben. Luma, Taro, Kai, 3 junge Männchen, und die beiden Weibchen Nyra und Paki erkundeten eifrig den Rand des Sumpfes. Neugier leitete sie, jedes Geräusch des Wassers, jede seltsame Bewegung im Schlamm rief eine neue Reaktion hervor. Plötzlich kräuselte sich das Wasser in der Nähe. Ein langes, lautloses Wesen, fast mit dem Schlamm verschmolzen, bewegte sich langsam durch das seichte Wasser. Es war ein mittelgroßes Krokodil mittleren Alters, gewohnt, sich vor größeren Tieren zu verstecken. Luma blieb zuerst stehen. Seine Ohren waren aufgestellt, seine Augen weit aufgerissen. Er ging nicht sofort weiter, sondern sank leise in die Hocke und pirschte instinktiv. Kai, schlagfertig, bemerkte die Bewegung rasch. Taro war vorsichtiger, stand in einiger Entfernung und beobachtete. Doch in den Augen aller 3 blitzte die Entdeckungslust auf. Die Freude war nicht nur ein Spiel, sondern das Erwachen des Jagdinstinkts. Sie riefen einander mit leisen Schreien zu Laute, die nur ihresgleichen verstehen konnten. Und dann, wie durch ein natürliches Zeichen, erschien aus der Ferne eine der Löwinnen, Pakis Mutter.
Sie eilte nicht herbei, um ihr Junges wegzuzerren, noch versuchte sie, es aufzuhalten. Sie stand still am Rand des Schilfs und beobachtete. Der Löwe lehrt seine Jungen nicht durch übermäßigen Beschützerinstinkt, sondern indem er sie unter verständnisvoller Aufsicht realen Situationen aussetzt. Als sich die Jungen nähern, scheint das Krokodil die Gefahr noch nicht gespürt zu haben. Es dreht sich langsam um und bereitet sich auf den Rückzug in tieferes Wasser vor. Doch es ist zu spät. Ein leises Geräusch ertönt von hinten: Temba. Das erwachsene Männchen tritt wie ein schwerer Schatten vor. Aus Erfahrung weiß es, dass diese Gelegenheit nicht verpasst werden darf. Es ist der ideale Moment. Niedriges Wasser, Schlamm, der die Beute hält, und ein sicherer Abstand, um die Jungen zu schützen. Schon nach wenigen Atemzügen ist die Luft angespannt. Die Löwinnen verbeugen sich schnell. Kein Brüllen, keine Eile. Jeder Schritt ist eine koordinierte Kombination aus Instinkt und Strategie, eine Lektion für die nächste Generation. Als das Krokodil zurückweichen will, springt Nyra, das jüngste Weibchen, plötzlich auf das Schilfufer und gibt einen aufgeregten Laut von sich. Die unbeabsichtigte Geste lässt die Beute wanken. Es war ein entscheidender Moment. Temba griff an. Die Weibchen leisteten ihm rechtzeitig Unterstützung. Bald war das Krokodil, stark und gepanzert wie es war, der vereinten Kraft eines erfahrenen Rudels nicht gewachsen. Löwen jagen mit Hartnäckigkeit und Ausdauer nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Strategie und Einigkeit. Als die Beute still war, stand die Gruppe der Jungen in einiger Entfernung. Sie stürzten sich nicht auf das Tier, um es zu fressen, sondern beobachteten es mit leuchtenden Augen. Es war das erste Mal, dass sie eine Trophäe sahen, die durch die Zusammenarbeit ihrer eigenen Art geschaffen wurde. Eine wertvolle Lektion, dass Stärke aus Einigkeit und Ausdauer entsteht, nicht nur aus Krallen oder Brüllen. Bald darauf begann das Mahl in einem geordneten Kreis. Temba aß zuerst, dann die Weibchen und schließlich die Jungen. Doch bevor Luma den ersten Bissen nahm, ging er voller Stolz um den Krokodilkadaver herum und kratzte leicht im Schlamm, als wolle er markieren: Dies ist unser erster Tag, der Tag, an dem wir die wilde Natur in uns selbst berühren. In der Ferne spiegelt sich das Sonnenlicht im plätschernden Wasser, der Himmel ist klar und wolkenlos.
Graureiher schweben langsam darüber. Der ganze Sumpf ist noch friedlich, doch hinter dieser Ruhe verbirgt sich ein weiterer Teil des großen biologischen Kreislaufs, der weiterhin wirkt, wo ein Lebewesen zum Lebenselixier eines anderen wird und eine jüngere Generation lernt, heranzuwachsen und die Rolle des Beschützers des Territoriums zu übernehmen. An einem nebligen Morgen, als die Morgenbrise die letzte Feuchtigkeit noch nicht aus dem hohen Gras der Serengeti gefegt hat, verlässt Ashur, der alte Löwe, der einst eine ganze Dynastie anführte, das Herz des Territoriums. Sein Gang ist mit dem Alter langsamer geworden, doch sein Blick ist noch immer so scharf wie die Klinge, die in vielen Jahren des Kampfes geschärft wurde. Er war allein, ohne seine Jungen, ohne Temba an seiner Seite, ohne Makari, der ihm folgte. Es war eine normale Patrouille, oder zumindest das, was Löwen tun, um ihr Revier zu verteidigen. Doch diesmal war etwas anders. Gegenwind brachte einen seltsamen Geruch mit sich, den trockenen Geruch eines Lebewesens, dem nur wenige begegnen möchten. Am Fuße einer uralten Akazie am Rande des Sumpfes, wo sich normalerweise kleine Antilopen versteckten, näherte sich Ashur versehentlich einem kurzen Grasfleck. Und dort, unter den raschelnden Blättern, lag eine zusammengerollte afrikanische Kobra. Mit fast 2 Metern Länge und einem starken neurotoxischen Gift war sie eines der wenigen Lebewesen, vor denen selbst Löwen auf der Hut waren. Die Begegnung war im Bruchteil einer Sekunde vorbei. Ein Ausrutscher, ein reflexartiger Hieb und dann ein Biss. Die scharfen Reißzähne der Schlange durchbohrten die dicke Haut an Ashurs Vorderbeinen und injizierten ein neurotoxisches Gift in seinen Blutkreislauf. Ashur wich zurück, ohne zu brüllen, ohne in Panik zu geraten. Nur die Ruhe eines alten Kriegers, der wusste, dass sein Schicksal an seine Tür klopfte. Er drehte sich um und versuchte wegzugehen, der Gefahrenzone zu entkommen. Doch schon nach wenigen 100 Metern zitterten seine Beine. Sein Blick verschwamm, sein Atem ging schnell, seine Brust fühlte sich schwer an, als wäre sie von Steinen beschwert. Temba war der Erste, der ihn fand, nicht durch seine Stimme, sondern durch seine Intuition. In den Tagen nach dem Zerfall des Bündnisses hatte Temba Ashur schweigend aus der Ferne beobachtet. Wie ein treuer, wortloser Schatten. Als er den Körper des Anführers reglos im Schatten der Bäume liegen sah, glänzten Tembas Augen, nicht vor Angst, sondern vor stiller Leere. Ashur starb friedlich, keine Schlacht, kein Blutvergießen, kein letztes Brüllen. Nur der Wind pfiff durch das Grasland und der ferne Ruf der Wasservögel. Ashurs Tod war wie das letzte Zeichen einer Ära.
Es gab keine Beerdigung, keinen Abschied. Doch die Natur verstand und passte sich an. Temba zog sich bald darauf in den Dschungel zurück, fern von Konflikten und Rivalitäten. Makari, jung und ehrgeizig, eroberte das zentrale Gebiet, konnte es aber nicht vollständig halten. Yengo, inzwischen ein erwachsener Krieger, trennte sich von Makari, nahm ein paar junge Frauen mit und begann, sein eigenes Territorium am östlichen Rand aufzubauen. Niemand nannte es mehr das Blut des Feuers. Das Tal des Stahlbluts, wo einst das Gebrüll widerhallte, wo einst 5 Männer gleichberechtigt herrschten, war nun in 3 Regionen geteilt. Kein Bündnis. Kein oberster Anführer. Die Asche einer Dynastie wurde in alle Winde verstreut und hinterließ eine Legende im Herzen der Serengeti. Es gab keinen ewigen Ruhm, keine unveränderliche Macht. Nur der Kreislauf des Lebens setzte sich fort, und neue Löwen würden aus der Erinnerung des Landes auferstehen. Und während die Geschichte des Spitzenpredators zu Ende geht, beginnt unsere Reise in eine andere Richtung. Langsam, beschwerlich und herausfordernd. In der schlammigen Landschaft rund um den Endutu-See, wo ihre riesigen Körper ihre Füße tief in den Boden graben, bahnt sich eine Herde afrikanischer Elefanten ihren Weg durch die harte Trockenzeit. Sie jagen nicht, sie brüllen nicht, doch sie sind Symbole für Intelligenz, Erinnerung und unerschütterliche Stärke. Folge 2 der Dokumentarserie nimmt die Zuschauer mit auf die Spuren von Mataka, einer betagten Matriarchin mit jahrzehntelangem Gedächtnis, die ihre Herde durch Dürre, menschliche Bedrohungen und das wachsende ökologische Chaos in Afrika führt. Titel der nächsten Folge: Fußspuren der Erinnerung, die Wanderung der Riesen.